Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserer Warm-Up-Tour ins Weserbergland. Nachdem wir uns an der Tankstelle in Neermoor getroffen haben, starten wir gemeinsam über Detern und Apen in Richtung Edewecht. Wir sind dabei überwiegend auf Landstraßen unterwegs. Erst 100 Kilometer gefahren und erst 2 Sachen kaputt. Also das haben wir schon schlimmer gehabt. Stimmt. Kurz vor der Frühstückspause bei der Landbäckerei Tönnies hat Micha in einem unachtsamen Moment Holgis Motorradkoffer versehentlich abgefahren. Und dann ging auch noch Michas Helmkamerahalterung zu Bruch. Da Holgi aber vor der Abfahrt vergessen hatte, eine Speicherkarte in seine Kamera zu stecken, übernimmt er kurzerhand Michas Kamera an seinem Helm. Über Wadenburg und Wildeshausen setzen wir unsere Fahrt weiter fort. Wie man sieht, herrscht auf der Fahrt immer gute Laune. Über Minden, Porta Westfalica und Rinteln fahren wir auf kurvigen Landstraßen unserem Ziel entgegen. Nun kann es nicht mehr allzu weit sein, denn wir passieren den Schieder See. Dann erreichen wir unser Ziel, den Campingplatz Weser Camping in Höxter. Kurze Zeit später haben wir eingecheckt und unsere beiden gebuchten Hütten bezogen. Mein Lieb. Michi, welche Seite möchtest du denn haben heute? Ja, das ist mir relativ egal. Okay, so kenne ich dich. Du bist eher der egale Typ. Da seht ihr nämlich, wie wir gerade abrödeln. Der Holgi ist da gerade am Abrödeln. Und wir sind eingeladen in den Roten Salon bei Hans-Jürgen und Mühle. Sind ein bisschen aufgeregt. Aufgeregt sind wir auf jeden Fall. Wir wissen nämlich nicht, was es gibt. Ich glaube Bier. Aber wir schauen mal nach. Ich glaube Bier und Gin und Tonic und köstlichen Eierlikekuchen. Danke, Ola. Wie befürchtet gibt es die schon aufgezählten Spezialitäten und zusätzlich noch einen Williams Birnenbrand aus Wassergläsern. Herzlich willkommen hier in Höxter zum Weser Camping. Und hier haben sie gelegen, die Kollegen mit ihren zu dünnen Schlafsäcken und haben gefroren. Und womit? Mit Recht. Wir genießen direkt am Weserufer noch das herrliche Wetter und philosophieren bei diversen Bierchen mit unseren Hüttennachbarn noch über das ein oder andere Thema.
Der nächste Tag beginnt erneut mit sonnigem Wetter und wir starten die Tour entlang der Weser, die wir im Laufe des Tages noch öfter sehen werden. Zunächst fahren wir in Richtung Lauenförde und überqueren die dortige Weserbrücke, die Lauenförde mit Beverungen verbindet. Ab und an verlassen wir auch mal die Landstraßen, um auf schmaleren Wegen eine schöne Strecke zu finden. Die Sonne bleibt uns treu und wir befahren das schöne Weserbergland durch kleine Ortschaften wie Bruchhausen, Sommersell und Brakelsig. Dann erreichen wir den Schiedersee und gönnen uns hier einen leckeren Kaffee. Wir haben ja schließlich Urlaub. Kickebu. Ja, genau so. Kickebu. Wir setzen die Fahrt über Lügde und Ottenstein weiter fort und die L 428 beschert uns eine schöne Serpentinenstrecke hinunter an die Weser. Dann erreichen wir die Weserfähre bei Polle und setzen dort zusammen mit einem Porsche Club auf die andere Weserseite über. Bei Forst ändern wir die Fahrtrichtung und folgen kurze Zeit später wieder der Weser bis Rühle. Ab dort folgen wir der kurvigen Straße bis Dassel. Wir finden eine kleine Nebenstraße, neben der die Bäume links und rechts in voller Blüte stehen. Ein herrlicher Anblick und für uns der richtige Platz, um eine kurze Fahrpause mitten in der Natur einzulegen. Dann geht es über Uslar und Beverungen wieder zurück zu unserem Stützpunkt in Höxter. Bei diesem herrlichen Wetter genießen wir erneut das erste Bier direkt am Weserufer. Später geht es dann noch in die Innenstadt zum Abendessen im Paulaner Wirtshaus. Ja, was macht er da schon wieder? Gute Frage. Natürlich die Reise dokumentieren. Und die neigt sich leider schon wieder dem Ende zu. Und so machen wir uns auf den Rückweg. Über Blomberg und Lemgo fahren wir zunächst in Richtung Bad Salzuflen. Bei einem Mac-Café stoppen wir für einen Kaffee mit Muffin.
Dann geht es über Herford und Quakenbrück weiter in Richtung Ostfriesland. Kurz vor Leer überfahren wir noch die Lederbrücke bei Amdorf, die als schmalste Autobrücke Deutschlands gilt. Dann verabschieden wir uns schon wieder von Holgi, der Micha noch seine Kamera zurückgibt.